Dieser Film ist wie Treibsand. Wenn man einmal drinsteckt, kommt man nicht wieder raus, sagt Karl Bartos. Er muss es wissen, seit fast 20 Jahren beschäftigt er sich mit diesem legendären Filmstoff. Das surreale Spiel um den Schlafwandler Cesare, der von Dr. Caligari, seinem Herrn und Meister, zu grausamen Morden angestiftet wird, es zieht ihn jedes Mal tiefer in die Geschichte hinein. Und eine Frage drängt sich ihm als Musiker auf. Wie hätte wohl die Tonspur geklungen, wenn es sie damals schon gegeben hätte? Der Filmmusiker Karl Bartos denkt orchestral. Vor seiner Zeit bei Kraftwerk hat er die Pauke im großen Orchester gespielt. Trotzdem wussten er und sein Klangregiepartner Matthias Black schnell, dass sie das Ganze nicht mit einem Filmorchester, sondern in elektroakustischer Verfremdung angehen wollten. Wir sind dann halt den Weg der Transformation gegangen. Wir haben die Instrumente nachempfunden. Zunächst kopiert, aber dann interpretiert. Also wir haben das schon, wir sagen immer, gebastelt. Irgendwo zwischen Carl Orff, Hitchcocks Psycho und, ja, auch Kraftwerks Maschinensound bewegt sich die Musik von Karl Bartos zum Kabinett des Dr. Caligari. Mit viel rhythmischem Drive spannt er einen Bogen quer durch die Musikgeschichte. Und dann bricht er ein unausgesprochenes Tabu in der Stummfilmvertonung. Der Filmscore von Bartos enthält neben der Musik selbst jede Menge Geräusche, die die Bilder akustisch unterfüttern. Ein regelrechtes Sounddesign als zusätzliche Ebene. Um die Menschen auch mit in die erzählende Geschichte zu nehmen. Also das macht die Umgebung sofort zugänglich. Und es gibt sogar so etwas wie gesprochene Sprache. Der ganze Film ist ja ein Traum, ein Fiebertraum. Bei mir ist die Sprache im Traum so abstrakt wie Musik. Er gibt keinen Sinn. Und deshalb habe ich gearbeitet mit verschiedenen Formen der Sprache. Die ganze Tonspur ist von A bis Z akribisch durchkomponiert und läuft exakt synchron zu den Bildern. Trotzdem will Bartos bei den anstehenden Aufführungen auch selbst vor der Leinwand live als Musiker agieren. Als eine Stimme im Orchester sozusagen. Und ein bisschen sicher auch, weil das Publikum nach ihm, der Kraftwerk-Legende, verlangen wird. Die Premiere in Frankfurt ist wohl auch deshalb schon lange ausverkauft. Aber was hat uns der Film selbst heute, nach über 100 Jahren, noch zu sagen? Eine ganze Menge, findet Karl Bartos, gerade im Zeitalter von alternativen Fakten, Parallelgesellschaften und virtuellen Realitäten. Vordergründig handelt die Geschichte von der Suche nach der Wahrheit. Am Ende stellen wir allerdings überrascht fest, dass es viel mehr um das Verschwinden der Wirklichkeit geht. So haben es die Menschen 1920 empfunden und genau so empfinden wir heute wieder. Und deshalb denke ich, hat uns das Kabinett des Dr. Caligari auch nach 100 Jahren immer noch etwas zu sagen.